Du bist wertvoll und du bist von Gott geliebt. Das ist nach unserer Überzeugung die wichtigste Erfahrung, die ein Mensch in seinem Leben je machen kann. Wir haben es im Herzen, uns um Menschen zu kümmern, die in ihrem Leben genau das Gegenteil erfahren haben. Diesen Menschen wollen wir zeigen, dass Gott sie liebt und dass diese Liebe zerbrochene Herzen wieder herstellt, heilt und daraus neues Leben erwächst. Diesen Prozess nennen wir Stoffwechsel in Herzen. Er hält die Vögel und die Fische. In seiner Hand erhält mich und dich. In seiner Hand erhält die Oma und den Opa. In seiner Hand erhält die Welt in seiner Hand. Grobitz ist ein Stadtteil, der zu DDR-Zeiten entstanden ist, in Plattenbauweise, so dass wir momentan viele Sozialwohnungen hier im Stadtteil haben. Von den Kindern her sind ca. 60% der Kinder, die von Hartz IV leben. Ich glaube, eine große Not ist, was die Leute erleben, ist eine emotionale Armut, wo die Eltern nicht mehr gelernt haben, verbindlich in Beziehungen zu leben, wo es immer wieder wechselnde Partnerschaften gibt. Dadurch haben die Kinder dieses Vorbild Familie ist bei ihnen verschoben. Das heißt, den Kindern fällt es schwer, sich an Personen zu binden, oder sie binden sich extrem an Personen, weil es einfach eine Bezugsperson ihnen fehlt, weil immer wieder in der Familie das wechselt, wer ist jetzt gerade Partner. Sie sind zerbrochen. Also es sind so viele Menschen, die wirklich, also wo man wirklich merkt, sie sind kaputt, sie haben krasse Sachen erlebt, sie sehnen sich danach, geliebt zu werden, ganz zu sein, heil zu sein, wissen nicht wie, fühlen sich mit irgendwas und das ist einfach krass zu sehen, das macht traurig. Guck mal, da ist sogar ein Mülleimer. Ja, das ist so wenig Weg. Ist mir trotzdem zu viel. Na guck mal. Im Kids Club haben wir ein Kinderprogramm, wo wir einen Clown dabei haben, der Quatsch macht, wo wir zusammen Lieder singen, aber bewusst auch Werte vermitteln, wo Kinder kommen, oft auch in Begleitung ihrer Eltern, wo es für die Eltern parallel Kaffee und Kuchen gibt und wir da versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dass es manchmal in unserem Leben auch so Situationen gibt, wo es uns gar nicht so gut geht. Glaubensthema. Ich bin nicht gerade so ein glaubenswürdiger Mensch, weil ich mir immer sage, wenn es den Glauben geben würde, wird es nicht so viele arme Menschen geben. Aber wegen meinen Kindern komme ich gern mit zum Stoffwechsel, wenn es den Kindern gefällt und ich mit den Leuten allen super klarkomme, dann ist das kein Problem. Weil ich an Gott glaube. Du glaubst an Gott? Ja, und an Jesus. Jesus kann Wunder. Wo ich ein bisschen traurig war, war ich dann ganz schnell wieder froh. Schule, immer ein gutes Leben aus? Ja. Nein! Wir treffen uns 3-mal die Woche und haben dort verschiedenste Angebote, von Tanzprojekt über Andacht, gemeinsam Abendessen und einfach nur ganz viel Gemeinschaft mit den Teenies. Also meistens gehe ich richtig beschwingt so nach Hause, wenn wir eine schöne Gemeinschaft hatten mit den Teenies, mit den Kids. Wenn ich gemerkt habe, dass sie sich wohlfühlen, wenn gute Begegnungen stattgefunden haben an einem Tag. Ich habe zu manchen Mitarbeitern bzw. zu einer sehr engen Bezug, sag ich mal, der ich halt auch sehr viel erzähle. Und ja, das ist eigentlich so wie eine Ersatzmutti, sag ich jetzt mal, weil ich meiner Mutti selber nicht wirklich viel erzähle, aber ich der Person halt sehr viel erzähle und die mir halt immer versucht zu helfen. Und es manchmal auch klappt. Eigentlich immer. Hier, Geschwisterteam.
Stoffwechsel Pieschen hat so insgesamt einen Fokus drauf auf offene Treffarbeit. Wir haben hier einen Treff für Kinder, für Preteens, für Teens und auch für die Eltern. Uns ist wichtig, dass wir von klein auf Kinder wirklich bis ins Teenie-Jugendalter hinein begleiten. Daher haben wir wirklich die Angebote durchweg für alle Altersklassen. Zu uns kommen Kinder im Alter von ca. 6 bis 11 Jahren. Oder bin ich ehrlich? Ich bin nicht ehrlich. Das sind Wir haben hier ein offenes Ohr für sie. Wir spielen gemeinsam mit ihnen, werden kreativ, kochen, backen. Wir erleben Natur und Abenteuer und sind im Stadtteil unterwegs. Wir haben 3-mal die Woche geöffnet, davon auch samstags und jeweils 2 bis 3 Stunden. Und in regelmäßigen Abständen besuchen wir die Kinder und Familien dann auch zu Hause. Die Kinder sollen hier einen Ort vorfinden, wo sie sich wohlfühlen, wo sie ganz Kind sein können. Wir wünschen uns, dass sie erleben, dass sie wertvoll sind für Gott und für uns und auch die Chance bekommen, Glaube im Alltag ganz neu zu erleben. Wir wünschen uns, dass sie hier Freundschaften schließen, mit anderen Kindern und im Stadtteil eingebunden werden. Und wir wünschen uns, dass sie ihre Gaben und Fähigkeiten entdecken, wertschätzen und dann noch einbringen. Wenn ich geärgert werde, gleich wütend werden und schlagen oder so, ne? Sondern ich kann sagen, hey komm, das war jetzt nicht okay. Was du gerade gemacht hast, das war nicht okay. Ja, kennt ihr Minions? Das wird's doch irgendwie besser als. Es gibt kein richtig und kein falsch, aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, also ich nehme das Pick-up, weil manchmal muss man sich ganz schön durchbeißen, aber in der Mitte. Es kommen Erwachsene im Alter von 25 bis ca. 50. Hauptsächlich sind es Eltern, aber wir haben auch Singles dabei. Nein, also ich kenne das gar nicht von früher auch meiner Kindheit her oder so. Ich kenne das ja gar nicht, so der ganze Zusammenhalt und dass wirklich jemand da ist und dich einfach mal in den Arm nimmt und einfach dir zuhört. Also ich kannte das gar nicht. Genau, und das finde ich so schön. Und Damaris hat wirklich so ein offenes Ohr für uns alle Eltern, also wirklich, genau. Das ist wie so eine Mutti, nenne ich die immer, für meiner Seite her, genau. Nicht weinen. Oh ja! Viele Eltern von denen, die bei uns sind, haben selber keine so eine behütete Kindheit gehabt, sind selber vielleicht im Heim aufgewachsen oder ohne Eltern oder mit alleinerziehenden Eltern oder genau. Und ich glaube, die sind oft überfordert, eben dann diese Liebe oder Geduld oder was auch immer aufzubringen, was ihre Kinder eigentlich bräuchten. Und das kann man denen gar nicht zum Vorwurf machen, weil sie es selber eben nicht haben und deswegen auch nicht unbedingt oder nicht gelernt haben vielleicht und deswegen auch nicht so weitergeben können. Man muss so sehen, Leon war früher ein ganz, schlimmer, kann man so sagen. Er war sehr aggressiv, ist auf jeden gleich losgegangen, hat wirklich, ich kann mich an eine Situation daran erinnern, da ist er mit der Axt auf die Moni los und das war so eine Situation wirklich, wo ich einfach nie mehr weiter wusste und nie mehr konnte und alles sowas und wo dann einfach die ganzen Mitarbeiter gekommen sind und haben versucht mit Leon zu reden, weil ich war überhaupt nie in der Lage dazu. Also ich muss ja sagen, ich bin ganz neu Christ, also seit letztes Jahr Oktober und habe mich dann ins Bett gelegt und auf einmal habe ich da irgendeine Veränderung gespürt. Ich kann bis heute noch nicht sagen, ich bin nächsten Tag wieder aufgewacht und habe mich so frei gefühlt, also das genau, und dann habe ich eben Damaris gefragt, was das nur so sein kann und wir haben dann gebetet und geredet und alles sowas. Und dann im Oktober letzten Jahres habe ich mich dann taufen lassen mit Leon zusammen und mein Mann dann im Dezember letzten Jahres. Das Schöne ist irgendwie auch so, dass man halt so Menschen über Jahre begleiten kann und so sehen kann, was Gott im Leben tut und wie Menschen verändert werden. Ich bin im Bereich der Preteens, das sind so ab 11 Jahre, 11 bis 15 Jahre tätig. Und wir machen so ganz viele Freizeitangebote. Wir haben 4-mal in der Woche einen geöffneten Treff, wo Teens kommen können.
Und dann gehen wir regelmäßig in Schulen und machen dort Pausenangebote, Sporttage. Hier sind die Leute fröhlicher. Und zu Hause, wenn ich komme, sind halt meistens niemand da oder meistens Papa unterwegs oder macht nichts mit mir. Aber wenn ich was frage, sagt halt, nee, mache ich nicht. Ich wünsche mir eigentlich für alle Teens, die in den Treff kommen, aber auch so für die Familien und die Kids, dass sie erleben, dass es eigentlich keine Hoffnungslosigkeit gibt und dass es nichts gibt, was unmöglich ist, sondern dass es für alles Möglichkeiten gibt und für alle Dinge, die sie erlebt haben, egal was es ist und wie schlimm das war und was es für Verletzungen hinterlassen hat, dass es was gibt, wo sie Heilung erfahren und wo es was gibt, wo sie heil werden können. Deswegen fühle ich mich halt hier sehr wohl. Ja, ich sage halt sehr oft, dass sie mich gern haben. Und auch wenn ich so komme, sehe ich halt ein Lächeln in ihren Gesichtern. Okay, wie du magst. Ja, so ziemlich jeder Mensch in den offenen Treff reinkommen kann. Deshalb ist es ja ein offener Treff. Und man tut immer gut daran, erstmal den Menschen kennenzulernen, versuchen kennenzulernen. Da ist eine ganz große Rolle von uns gefragt, finde ich, da nicht zu urteilen oder die Schubladen auf und zu zu machen und irgendwo Leute reinzubringen, weil Menschen sind wirklich so tiefgründig und jeder von uns ist geprägt und da ist viel Sensibilität von uns gefragt. Ja. Beim Stoffwechsel bin ich geblieben, weil ich hab mich hier einfach willkommen gefühlt. Ich habe mich hier so aufgenommen gefühlt und mir wurde immer das Gefühl gegeben, dass ich was wert bin, auch ohne dass es ausgesprochen wurde. Ich meine, man hört ja ziemlich oft, du bist wertvoll, du bist gut gemacht und so, aber das musste mir gar nicht gesagt werden, das haben die mir einfach gezeigt. So. Das eine, was ich besonders liebe, sind unsere Praktikanten und Freiwilligendienstler, die zum einen kommen, um in den Projekten ganz praktisch uns zu unterstützen und sich mit dem einzubringen, was Gott ihnen gegeben hat, was ihre Persönlichkeit ist und wo sie sich auch in ihren Gaben so ausprobieren können. Und das andere ist, was mir sehr am Herzen liegt, dass es eine Zeit ist, die ihnen echt dient. Und gleichzeitig ist Raum da, dass es nicht auf das Tun beschränkt ist, sondern wo es vielleicht auch Dinge von ihrer Lebensgeschichte her gibt, wo Verletzungen sind, wo sie aus einer Wunde heraus reagieren und da einfach heil werden dürfen. Und wir sie einladen in Gottes gute Gedanken darüber. Ich konnte in dem Jahr total viele Sachen verarbeiten und gleichzeitig Leuten dabei helfen, auch mit ihrer Vergangenheit klarzukommen und da weiterzukommen. Dass sie dich sehen können in all deiner Güte und wunderbaren Barmherzigkeit, Gott. Dass sie dich kennenlernen, Gott, Vater, und dich lieben. Du bist der Vater, du bist unser Papa. Ja, und wir danken dir dafür, Gott. Die Geschichte von Stoffwechsel hat mit Sabine begonnen, Sabine Ball, die 1993 nach Dresden gekommen ist. Und als sie durch die Neustadt gelaufen ist und ein damaliger sozialer Brennpunkt und der sehr trist und auch sehr grau war, hat Gott ihr Herz berührt. 1993 bin ich nach Dresden in die Neustadt gekommen. Ich habe mir alles angeschaut. Die Graffiti an den Wänden, die Punkkonzerte, die kaputten Häuser. Und da habe ich mir gesagt, woher sollen denn die Kinder und Jugendlichen der Neustadt wissen, dass es einen Gott und durch ihn Hoffnung gibt? Und dann hat Gott ihr Herz berührt und hat gesagt, Sabine, ich will dich hierher schicken. Und da war sie total entsetzt und hat gesagt, okay Gott, wieso ich? Ich bin doch dazu gar nicht fähig. Ich bin 67 Jahre
Und überhaupt, wie soll das funktionieren? Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal vor Menschen sprechen kann. Ich kann nichts leiten, ich kann überhaupt nichts. Ich lebe eigentlich in Kalifornien, da ist Sonne und Licht und hier. Und hat Gott eine Sache zu ihr gesagt, aber Sabine, ich bin mit dir. Durch unseren Herrn Jesus können wir alle Dinge tun. Ja? Und wir werden erstaunt sein, wie er das macht. Und das hat dann eine ganze Gruppe von Christen aus verschiedenen Gemeinden zusammengebracht, die dann gemeinsam angefangen haben, einen kleinen Eckladen auszubauen. Esst nicht so viel, es gibt jetzt ein ganz großes Essen. Da habe ich mich als Oma mit 68 Jahren auf einmal aufgemacht und bin hierher gekommen. Um von einem Lebensstil wegzukommen, muss man den Menschen etwas Besseres anbieten. Und wir bieten ihnen Liebe an, Güte, Barmherzigkeit. Und wenn die das sehen, dass wir das auch leben, ja, ich glaube schon, dass das viele dahin zieht. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, da war ich hier auch das erste Mal drin, glaube ich. Und da war ich halt übelst schüchtern und habe immer so geschaut und vor mich hingelächelt. Und da ist sie dann so zu mir angekommen und hat mich gefragt, wie ich heiße. Und dann haben wir halt so gesprochen und ja, die hat mich halt auf eine gewisse Art und Weise beruhigt, so sage ich mal. Ne? Und die Frau hat was total Mütterliches, ne? Aber nie so Hausbacken, sondern einfach ihre ganze Art, wie sie ist Liebe. Und so war das Café Stoffwechsel auch hier mitten in der Neustadt immer ein Ort der Begegnung für Menschen verschiedener sozialer Schichten, die aber alle was verbunden hat. Sie waren auf der Suche nach dem echten Leben, nach dieser Tiefe und nach dem, was das Leben ausmacht. Und kam da rein und das war die ganz andere Atmosphäre irgendwie so als in den Kneipen. Und da stand sie so da in ihrer Schürze, in ihrer Küchentür dort. Und die guckte mich nicht mal an, die guckte nur in die Richtung von der Tür. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wie nach einer langen Reise, wenn du auf eine Reise gehst und du weißt aber nicht wohin. Und dann bist du irgendwo und du weißt genau, jetzt bist du angekommen. Ne? Ich bin total dankbar, dass Stoffwechsel nach 25 Jahren so gewachsen ist, dass wir jetzt ein Team sind von 20 hauptamtlichen Mitarbeitern, vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern und auch jährlich wechselnden Freiwilligen und Praktikanten. Stoffwechsel ist für mich eine Gemeinschaft, die auf dem schönsten Grund beruht, den man haben kann, nämlich, dass wir Brüder und Schwestern sind, dass wir Familie Gottes sind. Das Miteinander, diese starke Gemeinschaft und diese Ausrichtung auf Gott und dieses Miteinander beten und miteinander unterwegs sein, miteinander Leben teilen. Da halt so eine Geschwisterlichkeit miteinander leben und so eine Freude miteinander haben und ehrlich sein können, zusammen beten können, auch mal sagen dürfen, hey, heute habe ich nicht so Bock oder heute irgendwie läuft es nicht oder ganz einfach so sein zu dürfen, wie ich bin. Hier im Stoffwechsel zu sein, hat auch in erster Linie was mit mir selber zu tun. Ich hatte am Anfang einen Spruch von Spurgeon: Wer Kraft in der Öffentlichkeit haben will, muss Kraft im Verborgenen empfangen. Und darum geht es im Endeffekt um Stoffwechsel. Und mit dieser Kraft im Verborgenen meinen wir wirklich Gottes Liebe, die uns innerlich so erfüllt, dass wir alles im Außen tun können. Und jetzt auf mein Kommando zu mir schieben. Schieben. Ja, schieben. Nein, sehr dankbar. Und 1, 2, 3, jetzt.
wir inzwischen in verschiedenen Stadtteilen von Dresden sind und etwa 10 Projekte haben über die Stadt verteilt und dass wir in etwa 250 bis 300 Kinder, Jugendliche, Familien erreichen. Ja, hi, ich bin der Matthias. Ich darf unser Projekt in Prohlis und Reik leiten. Wir machen überwiegend Angebote für Kinder und Teenager. Wir machen an einem Tag in der Woche unser Abenteuerland. Dort sind wir in den warmen Monaten draußen auf einer größeren Wiese von unseren Freunden. Hier drüben im Lobpreishaus. Vergiss es nie. Du bist reich, egal ob. Dort können wir einfach mit den Kindern backen, spielen, bauen, so wie bei einem Sommerlager. Willst du dann auch mal pflücken? Ja. Und die Kinder beim Abenteuerland sind einfach auch ein guter Zugang, um auch mit Familien in Kontakt zu kommen oder Dinge im Kleinen bei den Kindern eben zu verändern und ihnen eben von Jesus zu erzählen und ihnen eine andere Hoffnung zu schenken als das, was sie tagtäglich irgendwie sehen. Wenn die Schule vorbei ist, dann freue ich mich auf die Pferde und auf das Stoffwechsel. Hallo, ich bin Urte. Im Stadtteil Prohlis leite ich das Pferdeprojekt zusammen mit einem kleinen Team. Mit dem Pferdeprojekt erreichen wir hauptsächlich Teenie-Mädels im Alter von so 10 bis 14. Die Pferde sind natürlich nochmal zusätzlich ein Herzensöffner. Und da haben wir halt ganz krasse Möglichkeiten eigentlich auch in Beziehungen aufzubauen zu den Mädels und auch sogar ins Leben reinzusprechen oder halt sie uns einfach Dinge erzählen, die sonst vielleicht gar nicht erzählen würden. Also ganz herausfordernd für uns ist hier zu leben, wo auch die Nöte sind. Dass wir quasi nicht irgendwo in einem Umfeld leben auf dem Land oder ich meine, es gibt kein Umfeld, wo keine Nöte sind, aber dass wir quasi mitten hier in der Not leben, wenn wir in ein Netto gehen, dass wir dann halt mit den Alkoholikern an der Schlange stehen oder dass wir Kinderarmut sehen oder dass wir auch uns so auf eine Ebene einlassen mit den Menschen, dass wir wirklich die Probleme der Menschen hören und dann, wenn man halt immer diese ganze Fülle der Probleme hört, dass man dann halt nicht die Hoffnung verliert. Dass sie wirklich richtig stark erleben, wie geliebt sie sind, was in ihnen schlummert, was sie vielleicht noch nie entdeckt haben oder ihnen noch niemand gespiegelt hat, so dass sie es verstehen können. Dass Noten aus einer Schule eigentlich nie sagen, wie sie sind, weil wir erleben sehr oft, dass die Kids im Leben, also zu Hause scheitern, durch kaputte Elternhäuser oder alles Mögliche und in der Schule schlechte Noten bekommen. Der Lehrer sagt, hey, du hast vermasselt, dann musst du zu Hause nochmal den Eltern zeigen, die 6 oder die 5. Also du hörst immer nur, ich bin blöd, ich schaff's nie. Da will ich gerne was anderes denen übermitteln. Wir machen ja seit Jahren in Kooperation mit anderen Gemeinden oder anderen Christen aus anderen Gemeinden der Stadt, machen wir das Sommerlager in Grillenburg, wo wir eben in Teenies, Kids und auch Familien investieren können. Und das jedes Jahr im Sommer. Eine Woche, die aber sehr intensiv. Hä? Ist dort ein Mikrofon drauf? Der Licht in seinen Augen hält. Ich schon wirklich scheiße Okay, könnt ihr wieder hinsetzen? Emilio ist jetzt dran.
Hier im Stoffwechseltreff, wo Jugendliche im Alter von ungefähr 18 bis sind schon 31 herkommen, leben wir etwas, was eigentlich ganz simpel ist, nämlich gemeinsam Leben zu teilen. Menschen in den eigenen Herzensraum einzuladen und zu sagen, hey, ich hab dich gern, und wirklich mit Interesse zu fragen und an ihrem Leben auch teilzunehmen. Ja. Und es ist total schön, den Matze jedes Mal zu sehen und wie von meinem Kind dann die Augen strahlen und der Bruno dann zum Matze rennt und mein Matze, und das ist total schön. Und es ist einfach ein anderes Verhältnis als diese ewigen Abstandsprofessionalitäten zu haben zu, ich sage jetzt mal, Klientel, weil das sind wir nicht. Wir sind die Leute, die in den Treff gehen, und es ist einfach total schön, dann hierher zu kommen und nicht das Gefühl zu haben, okay, du gehst jetzt zu einem Amt und lässt dich beraten. Aber ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob du erlebt hast schon, als du ein Kind warst, dass du bedingungslos geliebt bist. Ich glaube, ich weiß, dass viele das hier in diesem Treff nicht erlebt haben. Und daher weiß ich, wie sehr sie sich danach sehnen, gesehen zu werden, ganz gesehen zu werden. Eigentlich auch nicht, deswegen wollen sie dann manchmal auch nicht, aber eigentlich wollen sie. Und ich glaube, dieser Ort lebt, weil hier echte Begegnung stattfindet. Von Herzen zu Herzen. Eine Dönerbox! Ja, danke schön. Ich habe schon am Anfang gedacht so, oh Gott, Christen. Oh Gott, das kann ja nur nach hinten losgehen, weil ich eben diese negativen Erfahrungen gemacht habe, und wurde doch freudig überrascht darüber, wie offen man mit dem Thema umgeht und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn jemand das Thema ablehnt, beziehungsweise dass man da eben nicht in eine Schiene gepresst wird. Und habe mich dann aber mit diesem Thema, dadurch, dass du eben nicht in eine Schiene gepresst wurdest, du musst, doch intensiver beschäftigt und habe gemerkt, das ist genau das, was mich eigentlich mein Leben lang begleitet hat. Habe das für mich praktisch neu interpretiert und für mich Gott nochmal neu kennenlernen können. Es gibt nichts Schöneres, mitzuerleben, wenn ein Mensch Stoffwechsel in seinem Herzen erlebt. Dafür bete und lebe ich, dass wir als Gemeinschaft, als Stoffwechsel-Family noch tiefer erleben, dass wir überall da, wo wir Menschen begegnen, sie mit der wunderbaren Gegenwart Gottes in Berührung bringen und dass Gottes Liebe sie heilt, wiederherstellt und freisetzt und in ihr volles Potenzial bringt. Das nennen wir Stoffwechsel und das ist unsere Vision und dafür leben wir.